stars have aligned, it's meant to be. Is it me? What's going wrong? What if this feeling will never be gone? There's an animal inside everyone. Surprisingly, you're alone gone. Later on, what's going wrong? Stars keep telling me you are the one. What if life tries telling me you are so wrong? It's the dark side everyone feeds on. Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog Februar, der ja nicht so lang ist, aber ja, ich hoffe, dass ich diesen Monat genug Footage zusammenbekomme, dass da ein anständiges Video bei rauskommt. Aber ja, wir werden sehen. Ich starte das Video aber gleich mit einem Erzählthema. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen endlich, dass ich dieses Jahr mich um meine Zähne kümmern möchte, und zwar um meine Zahnstellung. Es ist nicht so krass auffällig, aber ich sehe es auf jeden Fall sehr, sehr stark, vor allem auch, weil ich halt diese Vlogs drehe und dann auch die Videos schneide. Und zwar hier unten sind die Zähne halt super krumm und schief und das stört mich halt einfach schon super, super lange, aber ich habe mich immer davor gedrückt, da was dagegen zu tun, weil ich halt, ja, also mag ich halt nicht so gerne, so Kieferorthopäde und so weiter. Daisy und ich hatten ja früher eine lose Zahnspange, also eine Zahnspange, die man nur nachts getragen hat. Es wäre vielleicht besser, wenn wir eine richtig feste bekommen hätten und dann halt auch so Retainer und so, aber naja, so ist das jetzt halt. Und ja, und ich dachte mir, wenn wir sowieso noch im Lockdown sind und erstmal nicht wirklich unter vielen Leuten sind und ich außer jetzt diesen Vlogs tagsüber eigentlich nicht sehr viel reden muss mit anderen Leuten. Also ich muss nicht irgendwie viel telefonieren oder so, sondern es ist schon sehr E-Mail-lastig, wenn dann. Und da bietet sich das dann einfach am besten an, das jetzt zu machen. Und ja, ich habe halt meine verschiedenen Optionen mir angeguckt und ich bin jetzt bei Dr. Smile gelandet. Und da mal kurz nebenbei gesagt, ich weiß, viele Influencer machen auch Kooperation mit Dr. Smile. Ich mache jetzt keine Kooperation mit denen, also das ist vollkommen komplett privat und so weiter. Das finde ich jetzt einfach irgendwie entspannter für mich. Dann kann ich halt wirklich alles ganz entspannt machen, habe keine Verpflichtungen, muss nicht auf irgendwas achten, dass ich da irgendwie Sachen filme oder keine Ahnung was. Aber ich werde euch trotzdem, glaube ich, bestimmt mal irgendwas erzählen. Aber ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob euch das Thema generell interessiert, ob ich das ein bisschen ausführlicher machen soll oder keine Ahnung was. Sagt mir mir einfach, wie da das Interesse ist. Ich habe auf jeden Fall so schon ein bisschen was zu erzählen, glaube ich. Wie auch immer. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist die Simulation. Die habe ich jetzt nämlich schon bekommen. Und das ist eigentlich jetzt schon mein ultimatives Highlight. Das spiegelt sich so ein bisschen, aber ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm. Jedenfalls bekommt man hier so eine Simulation, wie die gescannt wurden und wie dann ja das Vorher-Nachher aussehen könnte. So, man hat jetzt hier vielleicht nicht so viel erkennen können, aber machen wir mal nur unten. Das ist irgendwie vielleicht ganz spannend. Moment. Boom. Also das ist vorher. Also, oh, wie man sieht, der hier ist schon so richtig, der tanzt richtig aus der Reihe. Schon alles gequetscht. Und bam. Oh, ich finde das so satisfying to watch einfach. Ich bin so richtig obsessed, das anzugucken. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht eklig oder so, keine Ahnung. Boah, das hat mich total erschrocken, dass es so komisch ja, uneben ist, diese Kante. Voll weird. Und dann
wird es dann auch begradigt. Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt und freue mich schon und denke, besser jetzt als später. Dieses Handy hier hoch, hier oben wird noch gut. Jetzt schon, dass ihre kleine Hand kommt. Jetzt auf den Bauch. Dann hast du doch so einen tiefen Schwerpunkt, oder? Ich müsstest du keine Probleme haben. Ja. Es ist was richtig Geiles passiert und zwar haben wir jetzt eine PlayStation 5. Und das war auch mega der Zufall, weil also wir haben halt vorher die PlayStation 4 Pro gehabt und wären damit jetzt auch erstmal zufrieden gewesen. Wir haben halt geguckt, PlayStation 5, okay, hätten wir schon gerne gekauft, aber da hätte man super, super schnell sein müssen oder Glück haben müssen und selbst wenn, da gibt es ja irgendwie auch Lieferschwierigkeiten, also manche bekommen die halt relativ spät erst und ja, haben wir eigentlich schon gedanklich abgehakt. Und dann hat aber jetzt kürzlich ein Freund von Johannes ihm geschrieben, dass er die PlayStation seit Release hat und einfach nicht dazu kommt zu spielen und hat vielleicht so 4 Stunden oder so drauf gespielt, hat aber nicht mehr die Originalverpackung und so weiter und hat uns die dann letztendlich für den Originalpreis verkauft. Mega, mega nett und einfach mega cool, gut für uns.
Und ja, dann haben wir auch, ich glaube schon so 2 Tage später dann, wo wir dann die PlayStation 5 bekommen haben, unsere PlayStation verkauft auf eBay Kleinanzeigen für einen richtig guten Preis. Weil wir haben unsere bei einem Black Friday Day gekauft und ja, haben da sowieso voll das Schnäppchen gemacht. Also ja, super Glück und gut gelaufen auf jeden Fall. Und wir haben die Disc Edition. Wir hatten halt vorher auch die Disc Edition, finden wir einfach besser, weil wir gerne dann so Preise vergleichen. Manchmal kann man bei Saturn die Spiele für günstiger kaufen oder bei eBay Kleinanzeigen und kann das dann auch so verleihen und so. Und ja, wir haben uns dann auch gleich ein Spiel gekauft und zwar Sackboy. Das ist aus der Little Big Planet Reihe. Habe ich vorher nicht gespielt, aber ja, das hier haben wir schon ein Wochenende lang gespielt. Daisy hat sich dann auch gleich einen Controller gekauft und also ja, dann haben wir halt insgesamt 3 Controller, dann können wir halt zu dritt spielen und das Spiel kann man halt zu mehr spielen, also bis zu 4 Leuten. Macht so viel Spaß und es ist so super schön gestaltet, also so richtig schöne Level. Mega toll, ich freue mich so sehr. Und das Design von der PlayStation auch mega schön, also guckt euch das mal an. Schön minimalistisch und irgendwie mit dem Schwarz-Weiß bzw. so Grau-Weiß. Ja, einfach sehr schön, passt auch sehr gut zu unserem Fernseher, auch die PlayStation an sich. Ich will jetzt eigentlich keine PlayStation-Werbung machen, aber ich muss einfach kurz mal ein bisschen schwärmen. Der Controller ist auch super gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht, aber es hat schon echt coole neue Features und die Vibrationsbewegungen und so sind wirklich sehr cool, viel vielseitiger als vorher. Ja, und sieht halt echt schön aus. Und ihr wisst ja von mir, ich spiele sowieso sehr gerne PlayStation. Ich habe schon immer gerne Computerspiele oder PlayStation gespielt. Und deswegen ist das so ein absolutes Highlight. Und gerade jetzt, wenn man sowieso sehr viel Zeit zu Hause verbringt, ist das schon ganz nice, wenn man dann wenigstens was zum Spielen hat. So, hier nochmal von nahem. Ja, finde ich, sieht auf jeden Fall sehr cool aus, cooler als vorher. Und die Ladezeiten sind auf jeden Fall jetzt viel besser. Also vorher, wenn man bei manchen Spielen halt irgendwie, also beim Starten zum Beispiel, oder wenn man irgendwo gestorben ist und dann neu laden muss, hat das manchmal ewig gedauert. Und jetzt ist es wirklich so, zack, man ist im Spiel drin. Also geht super schnell alles. Da merkt man schon auf jeden Fall einen Unterschied. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die kommenden Spiele, die in den nächsten Monaten rauskommen werden. Ich glaube, jetzt sind noch gar nicht so viele Spiele draußen. Ich weiß noch nicht genau. Oder zumindest nicht welche, die mich jetzt so großartig interessieren. Aber ja. Bei der PlayStation ist übrigens auch gleich ein Spiel dabei, und zwar Astros Playroom. Das ist echt ein gutes Jump-and-Run-Spiel. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich wollte euch mal kurz zeigen, was für eine Art Spieler ich bin. Also ich liebe es, bei allen Sachen auf 100% zu spielen und habe hier echt alle Achievements gemacht und das bereitet mir auf jeden Fall total Freude, da alles zu holen und wirklich alles komplett einzusammeln und alle Achievements zu holen. Also ja, könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr da ähnlich tickt. Lying on the couch, nothing wrong. Could do this every day, all night long. Life is nothing like it's meant to be. Is it me? Es ist so krass, wie sich das Wetter innerhalb von einer Woche verändern kann, weil letzte Woche waren wir erst im Schnee spazieren und auf einem zugefrorenen See und jetzt ist es halt super Frühlingswetter, 20 Grad, Sonnenschein und ja, also echt super krass. Jedenfalls wollen Daisy und ich spazieren gehen und ich wollte euch vorher noch mein Outfit zeigen. Ich finde gerade meine Lieblingssonnenbrille nicht, deswegen benutze ich jetzt die habe ich schon lange nicht mehr getragen, aber die ist auf jeden Fall auch sehr cool von Celine. Und dazu meinen Mantel von Shop a Momento. Also, ja, wie gesagt, es ist warm, aber ich will jetzt nicht riskieren, dass es im Schatten doch noch ein bisschen kühl ist. Und dafür habe ich aber meine Frühlingsschuhe an von Superga und auch eine Korbtasche von Loewe. Die kennt ihr ja schon vom letzten Jahr. Ja, irgendwie finde ich die Kombination ganz cool aus so Mantel und
Korbtasche. Ich habe noch eine Decke mit, falls wir uns irgendwie irgendwo draufsetzen wollen. Und ja, das ist mein Outfit für die gefühlt ersten Frühlingstage dieses Jahr. Ich lese seit ungefähr Anfang des Jahres eigentlich dieses Buch von Murakami und bin gerade mal bei Seite 145, also ungefähr bei einem Drittel, weil irgendwie catcht es mich nicht so. Also es ist nicht so, dass es mich so total in den Bann zieht und dass ich nicht weglegen kann. Im Gegenteil, irgendwie muss ich mich eher dazu aufraffen, weiterzulesen. Aber ja, irgendwie will ich es trotzdem fertig lesen und daher hoffe ich, dass es noch irgendwie die Kurve kriegt. Was sagt ihr denn? Habt ihr das Buch gelesen? Und wenn ja, wie fandet ihr das? Ja, ich zeige euch mal, was ich mir sonst noch vorgenommen habe. Ihr kennt ja bestimmt noch dieses Tilko-Regal, was wir letztes Jahr aufgebaut haben. Da habe ich jetzt so meine aktuellen Bücher geparkt. Hier ist noch eins, was ich zwischen den Jahren gelesen habe von Zadie Smith. Das ging relativ schnell auf Empfehlung von Lizzie Hatfield. Und dann habe ich hier so Bücher, die ich dieses Jahr irgendwann lesen möchte. Ich habe einfach auf einen Schlag mal einen Haufen bestellt, damit ich die schon da habe. Hier A Little Life. Da muss ich aber echt in der richtigen mentalen Verfassung dafür sein, weil das ja sehr, sehr traurig sein soll. Und da war ich ja etwas erschrocken über die Dicke und über die Größe der Buchstaben. Also ist echt sehr, sehr viel. Na, mal gucken. Dann habe ich hier Maybe You Should Talk to Someone für irgendwann. Und Letting Go habe ich bereits schon angefangen, aber bin jetzt auch nicht so super weit gekommen. Aber das ist eins, was man jetzt nicht unbedingt an einem Rutsch durchlesen muss und wo man halt immer mal wieder reinschauen kann. Und dann habe ich hier kürzlich dieses Buch geschenkt bekommen. Und von meiner Bestellung noch habe ich dieses Buch und Sophies Welt. Das kennen bestimmt viele von euch. Aber ja, das ist so quasi meine, erstmal auf meiner Liste von Büchern, die ich demnächst lesen möchte. Demnächst, also wäre gut, wenn es in den nächsten Monaten passiert, dann wäre ich schon happy. So, ich sitze hier wieder in meinem Sonnenspot. Ich wollte jetzt aber an dieser Stelle das Video beenden. Der Monat Februar ging ja echt super schnell vorüber. Also gut, es ist auch ein kurzer Monat, aber ich weiß auch nicht. Also es ist so super wenig passiert und trotzdem ging er so schnell vorbei. Im nächsten Monat wird es hoffentlich ein bisschen spannender. Ich glaube, da sollte einiges passieren, vor allem in Bezug auf Interior. Also da habe ich einiges geplant und da sollte auch etwas Cooles ankommen und wir wollen auch ein Projekt endlich umsetzen, was schon super, super lange in der Planung war. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieser Vlog gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat. Tschüss!